Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute endlich mit dem neuen Top 1000 Ranking, mit auch dem FEC 2025 Server. Und wir haben eine interessante Entwicklung dort, was auch jetzt die Klassenbeliebtheit angeht im High Level. Es wurden verschiedene Thesen aufgestellt vor dem FEC, zu Beginn des FECs, während den ersten Tagen und Wochen des FECs. Welche Klassen denn jetzt wirklich gerade sehr beliebt sind und welche viel gespielt werden. Und wir haben jetzt auf jeden Fall das aktuelle Bild, wie es in den Top 1000 aussieht, also bei den aktivsten Spielern, könnte man so sagen. Und ja, das sind einfach Fakten, die ihr alle auch selber auf der Website nachschauen könnt, wenn ihr wollt. Und sie bilden eigentlich relativ genau das auf, was wir erwarten würden. Vielleicht mit dem einen oder anderen Twist, aber bevor wir uns das angucken, fand ich noch das hier ganz interessant, was ihr hier gerade seht. Und zwar auf dem japanischen Server gibt es einen Spieler, der erstens 8 mal 160 Hero erreicht hat. Glaube ich zumindest, das ist das blaue Symbol, oder das ist 140. Jedenfalls ist er ein sehr hoher Hero. Und ich vermute, dass das irgendwie ein 8 Char, also es sind genau 8 Charakter. Das ist natürlich ein bisschen verdächtig, sagen wir es mal so. Ein Elementor ist dabei und 7 Ringmaster. Das ist auch ein bisschen strange. Und die Namen vor allem sind extrem strange. Also, ja, bin mir nicht hundertprozentig sicher, was genau hier abgeht. Aber es ist auf jeden Fall sehr interessant. Und ja, dachte mir, ich zeige euch das mal. Achso, und die Playtime von den Charakteren ist auch extrem ähnlich. Lediglich die von einem Ringmaster und von einem Elementor ist ein bisschen kürzer. Aber ja, es ist alles sehr... Und alle keine Gilde. Ist alles sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Aber bevor wir uns das mit dem FEC angucken, hier nochmal die aktuellen Server, also die originalen Server, wie es denn da gerade aussieht und wie immer erstmal der Blick auf die rechte Seite mit den Spielern, die bereits 165 erreicht haben. LaWolf hat jetzt endlich die 1165er Charakter erreicht. Eintrittslevel in Top 1000 ist jetzt auch 165 entsprechend. Also es ist ja crazy, wie geisteskrank die dort abgehen, was Leveln angeht. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja, dicht gefolgt von niemandem. Die beiden Server, die noch relativ nah rankommen, also damit meine ich, sie haben nicht mal halb so viele 165er, sind Klarfan und der Taiwan-Server mit zumindest über 400. Und dann im Mittelfeld haben wir wie immer Mia, Mashpoi, Totemia und Burudeng, der schon weiter hinterhängen. Also LaWolf hat mehr als 3-mal so viele als Mashpoi und Burudeng und knapp 3-mal so viele wie Totemia auf Level 165. Also das ist schon wirklich sehr krass. Außerdem sind es ja mehr als 1000, weil die Liste geht noch bis 1000. Das heißt, es sind wahrscheinlich noch ein paar mehr. Ja, wahrscheinlich nicht viel mehr, aber wahrscheinlich so 1020, 30, 40, sowas in der Richtung. Also ist schon ziemlich krass auf jeden Fall. Insgesamt gibt es damit 3375 Leute auf Level 165. Eigentlich gar nicht so viel, weil es ist ja doch schon sehr lange her ist und die Levelerweiterung hat ja nur 5 Level umfasst. Plus es gibt die Tower Dailies. Aber ja, ist auf jeden Fall mal eine Hausnummer. Und ja, sonst hat sich bei den Servern jetzt nicht wirklich viel getan. Dann schon mal ein kleiner Spoiler. Ich sehe gerade, ich habe es vergessen zu löschen, aber gut, egal. FEC-Server, hier haben wir aktuell 24 Leute auf 165. Und das Eintrittslevel auf dem FEC-Server in die Top 1000 ist Level 146. Das heißt, der FEC-Server hat effektiv eigentlich schon ein paar Server hinter sich gelassen, weil auf dem südamerikanischen Server Flarin und auf dem japanischen Server ist das Eintrittslevel in die Top 1000 deutlich geringer, bei 133 bzw. 36. Und zwar haben diese beiden Server aktuell noch ein paar mehr 165er, aber das wird sich in ein paar Wochen erledigt haben. Da wird der FEC-Server mehr haben. Und das Eintrittslevel in die Top 1000 zeigt eigentlich halt vor allem, wie aktiv ist ein Server. Weil klar können 100 Leute oder es kann auch ein Spieler 100 Charakter auf 165 haben. Eintrittslevel in die Top 1000 können trotzdem bei 100 liegen. Das heißt, einer oder ein paar Leute suchten halt richtig krass rein. Aber die allermeisten spielen so gut wie gar nicht. Und das zeigt halt dieses Eintrittslevel in die Top 1000. Und daran erkennt man halt Server, die wirklich eher inaktiv sind oder wo halt nicht ganz so viele Leute spielen. Weiteres Beispiel dafür wäre hier zum Beispiel Rises. Haben zwar 109 Leute auf 165, aber das Eintrittslevel in die Top 1000 ist bei 144. Also auch das spricht
nicht für eine allzu hohe Aktivität auf dem gesamten Server, sondern lediglich, dass halt ein paar Leute relativ aktiv spielen. Wobei man hier dazu sagen muss, der Server ist noch relativ neu. Allerdings haben sie auch einen permanenten XP-Boost, vor allem im Low-Level ist der relativ krass, also von dem her kann man das auch wieder negieren. Genau. Ja, was hat sich in unserem Ranking getan? Will ich jetzt eigentlich nicht zu sehr drauf eingehen, weil unser heutiges Thema ist ja hauptsächlich der FEC-Server eigentlich. Aber ja, es gab ein paar Entwicklungen hier und da, hat sich ein bisschen was geschiftet. Die farbigen Kästchen sind ein bisschen rumgewandert, aber große Veränderungen gab es eigentlich nicht. Ringmaster hat 10 dazu gewonnen, Elementor hat leider 14 verloren. Ja, das ist der größte Verlust für Elementor seit einer ganzen Weile. Ist bisher eigentlich immer nur angestiegen. Das heißt, Elementor hat den Bildposter nicht mehr ganz so dicht auf den Fersen zwischen Platz 5 und Platz 6 der oder auf der Beliebtheitsskala quasi. Konnten wir nicht mehr wirklich aufholen bei Elementoren, aber wird sich sicherlich wieder geben. Und ja, sonst ist eigentlich auch nicht allzu viel passiert. Ja, und dann würde ich sagen, blende ich mal den FEC-Server ein. Und zwar haben wir hier unten, das ist die Platzierung, ich habe es jetzt nicht so wirklich formatiert oder so, weil ich es, ja, nur kurz einblende, mit der Klassenverteilung. Wir haben auf Platz 1 auf dem FEC 25 Server, Stand heute, Stand jetzt, Ringmaster natürlich auf der 1, welch Überraschung, 220 Ringmaster sind aktuell dort in den Top 1000, das heißt Level 146 plus. Auf Platz 2 haben wir den Blade mit 179. Auf Platz 3 haben wir den Ranger mit 171, also sehr knapp Ranger und Blade. Auf Platz 4 der Knight mit 114. Auf Platz 5 den Psykeeper mit 108. Auf Platz 6 Elementor mit 78. 7 Billposter mit 77. Also basically gleich. Aber hier hat es der Elementor endlich mal geschafft, den Billposter zu besiegen, auch wenn es nur um 1 geht. Und wer hätte es erwartet, die unbeliebteste Klasse, und zwar mit sehr großem Abstand, vor allem im Hinblick auf Blade, Ranger, ist wie immer der Jester. Und das finde ich ganz interessant. Wie gesagt, ihr könnt selber auf die Website gehen, wenn ihr es mir nicht glauben sollt oder so. Aber ich fand es ganz interessant, weil so viele Leute am Anfang gesagt haben, irgendwie, dass so viele Leute Jester spielen oder sie auch so viele Leute Jester spielen sehen. Also in-game, meine ich. Und zugegebenermaßen, ich habe auch mehr Jester gesehen, als ich erwartet hatte. Ja, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich dachte mir so, vor allem an den Preisen hat man es halt wieder immer gesehen. Also ich meine, selbst als ich Level 90 war, und das war wirklich ganz früh, habe ich das Restra-Set schon fast geschenkt bekommen. Ich habe für die Suit 8 Mio gezahlt, andere 90er-Suits haben 50 bis 100 gekostet, also schon 10-fache Preisentwicklung da oder Preissteigerung. Und beim 105er, 135er Equipment etc. war es immer gleich, auch bei dem Wild-Set war es gleich, dass es immer viel, viel günstiger war. Es war teilweise hier und da, dachte man sich schon so, oh, okay, da ist noch ein Jester und damn, ich bin heute schon 3 Jestern begegnet. Also es waren schon vielleicht ein paar mehr, als man jetzt erwarten würde, als mit Abstand unbeliebteste Klasse. Das lasse ich mir vielleicht noch eingehen, diese Argumentation. Aber es waren definitiv nicht so viele. Also die meisten Leute spielen keinen Jester und das hat sich auf dem FEC 25 jetzt anscheinend auch nicht geändert. Klar sind es nur die Top 1000, muss man auch dazu sagen. Aber ich meine, guckt mal nach oben. Wir haben hier 10 Server. Auf denen haben wir genau die gleiche Zahl. Also wenn wir jetzt einen Durchschnitt bilden würden, wäre wahrscheinlich ziemlich genau 53 oder irgendwas zwischen 50 und 60. 60, 70, 63, 52, 63, 56. Also allein anhand der Daten, die wir haben, und das geht Jahre zurück hier, hätte man das wissen können, dass Jester wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, und es gab ja kein Update, Jester wurde nicht wirklich besser gemacht. Ich meine, actually wurde er besser gemacht im letzten Update, aber es war eine minimale Steigerung. Ich denke, dadurch hat sich so gut wie gar nichts geändert. Ich meine, ich habe Jester noch nie wirklich aktiv gespielt bis jetzt, aber ich denke, dadurch hat sich so gut wie gar nichts geändert. Viele sagen, es hat sich eigentlich gar nichts geändert. Also ich vermute mal, sein gesamter Schaden ist vielleicht um, keine Ahnung, 0,5% gestiegen oder sowas. Also das war eine minimale Änderung, die minimalste Änderung, die man nur hätte machen können. Hauptsächlich wurde ja eh sein AOE-Skill überarbeitet, was auch nicht so krasse Auswirkungen offensichtlich hatte. Und ja, ich meine, er kann nicht mal mit Billpost und Elementor mithalten, die momentan ein bisschen schlapp machen. Also selbst hinter denen hinkt er stark hinterher. Und die hinken schon relativ stark hinterher. Und ich meine, das ist halt wirklich ein Statement, letzter Platz. Und klar, kann sich ändern theoretisch, aber ich sag nur, letztes Jahr war es genau das gleiche beim FEC.
Auch die Beliebtheit des Knights war letztes Jahr ähnlich. Er war zwar beliebter als Blade und Ranger tatsächlich, aber es ist jetzt natürlich die Anfangsphase, die Endphase muss man jetzt mal noch abwarten. Wir sind ja noch ganz, ganz früh dabei. Aber just saying, also es spiegelt sich eigentlich schon so wieder, wie man es erwarten würde. Gut, dass der Blade jetzt vom Ranger ist, das ist jetzt etwas, was man jetzt nicht direkt erwarten würde. Aber es ist auch ein Kopf-an-Kopf-Rennen, kann sich jederzeit ändern. Das sind so wenige Plätze dazwischen und noch so viel Zeit. Auch da kann sich alles ändern. Also es ist eigentlich größtenteils, wie man es erwarten würde. Wie gesagt, selbst der Elementor war letztes Jahr eigentlich auch so, dass der Elementor am Anfang sehr, sehr schwach war und dann immer stärker geworden ist, was wahrscheinlich daran liegt, dass viele Elementoren halt Level-Service anbieten. Die meisten Elementoren werden tatsächlich wirklich für Level-Service gegrindet. Die leveln dann irgendwann nicht mehr. Und dann haben wir natürlich noch viele Leute, die 8-Char-Taktik machen. Und da ist es auch so, dass die halt deutlich langsamer einfach leveln. Und deswegen ist das jetzt, wie gesagt, nur so eine frühe Momentaufnahme. Aber zumindest bei den Damage-Dealer-Klassen ist es halt wirklich genauso, wie man es erwarten würde. Und das ist halt einfach, dass Jester weiterhin extrem unbeliebt ist. Und jetzt, wo ich selber ein bisschen Jester gespielt habe, kann ich nur sagen, absolut verdient. Ich sehe immer noch keinen einzigen Grund, diese Klasse jemals zu spielen, wenn man zum Beispiel Blade oder Knight zur Auswahl hat. Und ich denke nicht, dass sich daran jemals etwas ändern wird. Aber wenn, dann müsste halt wirklich mal ein Update kommen. Und das ist abzuwarten, ob das kommt. Oder Third Job Change könnte natürlich einiges ändern. Aber ich bezweifle mal, dass der Third Job Change tatsächlich für Balancing-Gründe oder für Balancing-Möglichkeiten genutzt wird. Könnte man natürlich so machen. Aber ob sie das so machen, das ist eine ganz andere Frage. Aber gut. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich fand es auf jeden Fall ganz interessant, hier noch einen späten Blick reinzuwerfen. Eigentlich ist es immer so um die Mitte des Monats. Ich war dieses Mal, heute und dieses Mal mit dem Ranking ein bisschen spät dran. Liegt einfach daran, dass ich viel zu viel gespielt habe in letzter Zeit und einige andere Sachen deshalb ein bisschen abschleifen lassen. Aber ja, damit das verspätete FEC-Ranking für euch. Danke euch fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like und ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, dass wir uns auch im nächsten Live-Universe-Video wiedersehen. Schaut im Livestream vorbei, Link in der Videobeschreibung und ciao, ciao.